Hallo ihr Lieben, dass Haferflocken gesund sind, wissen wir alle. Und dass ich sie fast täglich esse, wisst ihr, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Deswegen stelle ich euch heute meine 6 Lieblingsrezepte vor. Overnight Oats könnt ihr im Grunde in allem zubereiten, was ihr wollt. Ob das eine Schüssel ist, ein Teller, was auch immer. Wichtig ist, dass ihr sie über Nacht, wenn ihr sie im Kühlschrank lagert, gut abdeckt, damit sie nicht austrocknen. Deswegen verwende ich persönlich lieber Schraubgläser, die sind praktisch, da ist ein Deckel schon dabei und man sieht den Inhalt von außen, was ich auch ganz schön fürs Auge finde. Ja, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Für die erste Variante braucht ihr Erdbeeren, entweder frisch, wenn gerade Saison ist, oder so wie jetzt zum Beispiel gefroren und aufgetaut. Vermischt die Erdbeeren mit der Milch und püriert sie fein. Ins Glas gebt ihr jetzt zuerst die Haferflocken und dann einen Teelöffel Chiasamen oder auch Basilikumsamen, je nachdem was ihr zu Hause habt, und die Erdbeermilch. Jetzt kommt noch das Joghurt dazu und ein Süßungsmittel. Ich verwende Agavendicksaft, ihr könnt aber auch jede andere Variante nehmen. Einmal kräftig umrühren, Deckel drauf und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag sind die Oats nicht mehr flüssig, sondern cremig. Es folgt das Topping und da verwende ich Mandelmus, ganze Mandeln und getrocknete Erdbeeren und für noch ein bisschen Farbe gehackte Pistazien. Das Topping könnt ihr natürlich nach eurem Geschmack gestalten. Das sind nur Empfehlungen von jemandem, der sehr viele Overnight Oats in seinem Leben gegessen hat. Für die Bananensplit-Variante brauchen wir Bananenmilch. Ganz einfach. Außerdem fügt ihr noch hinzu einen Teelöffel Kakaopulver und einen Teelöffel Nuss-Nougat-Creme. Jetzt gebt ihr wiederum die Haferflocken ins Glas zusammen mit Chia- oder Basilikumsamen und fügt die Bananenmilch hinzu. Außerdem noch etwas Joghurt und bei Bedarf könnt ihr noch ein bisschen nachsüßen. Umrühren, verschließen und kühl stellen und am nächsten Tag sieht das Topping folgendermaßen aus. Ich verwende diesmal Haselnussmus und Bananenchips, Schokodrops und ganze Haselnüsse. Wer es gerne fruchtig und etwas leichter bevorzugt, der wird die Tropico Oats lieben. Diesmal kommen ins Glas Haferflocken und wiederum Chia- oder Basilikumsamen und diesmal Kokosmilch. Außerdem noch das Joghurt und ein Süßungsmittel eurer Wahl, dann wird umgerührt und diese Variante steht bereit. Am nächsten Tag kommt noch Mandelmus dazu und hier habe ich noch Mango und Ananas, frisch oder aufgetaut. Und zum Schluss noch ein paar Cashewnüsse und Kokoschips und die Tropico-Variante ist fertig. Die nächste Variante ist definitiv unter meinen Top 3. Auch in diesem Fall gebt ihr die Haferflocken ins Glas zusammen mit Chia- oder Basilikumsamen und fügt die Milch hinzu. Fügt auch das Joghurt und die Kirschen hinzu. Ich verwende Amarena-Kirschen, das sind in Zuckersirup eingelegte Sauerkirschen, die sehr viel Geschmack und Aroma haben und sich perfekt für dieses Rezept eignen. Wenn ich die Oats für mich zubereite und die Kinder nicht mitessen, kommt noch ein bisschen Rumaroma dazu und Zartbitterschokolade. Und wiederum kräftig umrühren und kühl stellen. Fürs Topping verwende ich Mandelmus und Sauerkirschen, damit das Ganze nicht zu mächtig wird, denn Amarena-Kirschen sind schon sehr süß. Und noch ein paar Schokodrops. Das war's. Die nächste Variante ist etwas für Kaffeeliebhaber und da gebt ihr wiederum Haferflocken, Chia- oder Basilikumsamen ins Glas. Und jetzt braucht ihr Milch, Joghurt und einen Espresso. Fügt noch das Kakaopulver hinzu und ein Süßungsmittel eurer Wahl, rührt gut um und stellt die Oats kühl. Für das Topping am nächsten Tag verwende ich Haselnussmus, Cashewnüsse und noch ein paar Schoko-Kaffeebohnen. Für die letzte Variante machen wir Karottenkuchen im Glas. Ins Glas kommen wieder die Grundzutaten, also Haferflocken, Chia- oder Basilikumsamen, Milch und Joghurt. Für ein schönes Aroma jeweils eine Prise Zimt, Vanille und Orangenabrieb. Fügt Walnüsse und Rosinen hinzu und reibt eine Karotte fein. Noch ein Süßungsmittel eurer Wahl und kräftig umrühren. Für das Topping verwende ich noch ein bisschen Karotte, Rosinen, Pekannüsse und Schokodrops. Und so sehen sie dann aus, wenn man sie isst. Ihr seht, die Haferflocken haben vieles von Joghurt, Milch und Co. aufgenommen und sind nicht mehr flüssig, sondern schön cremig.
Diese 6 Varianten habe ich in den vergangenen Jahren auf und ab probiert und mit den Toppings gespielt und ja, ich liebe sie und hoffe, dass für euch auch die eine oder andere dabei ist, die euch schmecken wird. Wenn ihr euch mehr solche Rezepte wünscht, dann folgt mir auch gerne auf Instagram, denn dort gibt es sehr viele davon. Und zum Schluss vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.